Da sich die Produkte vom Trade-Scanner rasant weiterentwickeln, gibt es heute ein Update zum Bullput-Spread. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun gebe ich ab an Markus Runau. Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Nicola. Ja, ich wollte euch heute mal ein bisschen was zeigen über meine Bullput Spread Strategie. Das letzte Mal habt ihr ja schon hier das Wunderberger Modell gesehen, dass man dann sehr, sehr schön auch sehen kann, wann habe ich Einstiege, Ausstiege und so weiter und welche Strategien eignen sich denn jeweils pro Sektor. Also hier habt ihr die Indizes und ihr habt auch die Sektoren, dass ihr seht, okay, welche laufen wie gut, wie lange sind die schon gelaufen. Wenn ich jetzt hier sehe, 13 Tage ist ein Sektor schon gelaufen, macht es dann noch Sinn reinzugehen oder reduziere ich die Positionsgröße? Das ist ja hier das Thema. Das heißt, nicht wundern, wenn jetzt hier nicht ganz so viele Signale sind. Wir haben hier auch Countertrend, das heißt, hier sind oftmals schon die Werte so weit hochgelaufen, dass man dann sagt, der ist hier in dem Fall runtergelaufen, entschuldigt, und dass er dann korrigieren kann. Gut, Bullput Spread. Das ist jetzt erst einmal hier das Cockpit eines Formel-1-Wagens. Jetzt wundert euch mal nicht, da ist relativ viel eingegeben. Aber ich möchte euch einmal ganz kurz durchführen, weil ihr braucht gar nicht viel. Das schaut am ersten Blick sehr, sehr schlimm aus, aber wenn ihr einfach nur die Default-Einstellung nehmt, einen Knopf drücken und schon habt ihr die richtigen Sachen eingestellt. Das heißt, da kann man gar nicht so viel falsch machen. Wir hatten ja gesagt, welche Sektoren sind besonders gut. Das seht ihr hier an diesen grünen Bereichen, dass ihr seht, okay, wie groß ist die Position Size, welche Sektoren sind grün. Also das ist erstmal wichtig. Und das kann ich mir auch dann mal reinziehen und sagen, okay, ich will jetzt nur Werte haben, die in den richtigen Sektoren sind. Macht nämlich richtig viel Sinn. Und dann könnt ihr noch sagen, oh, ich will aber hier auch nur Weeklies und dann habe ich gar nichts mehr. Also das kann auch manchmal passieren. An anderen Tagen funktioniert das. Das heißt, nehmt einfach das, was funktioniert. Genau, jetzt gehen wir hier mal weiter. Dann seht ihr schon mal gleich Vorschaubild. Macht der Sinn, macht der keinen Sinn? Und was wir ja sehen wollen, ist ja, dass ein Wert von links unten nach rechts oben geht für Bullput Spread und dass man dann reingeht. Also hier seht ihr sowas im Übersichtsbild, jawohl, der ist schon ein bisschen hochgelaufen, keine Frage. Und hier kommt er von unten. Das heißt, wir suchen eher was nach oben läuft. Ihr habt hier sofort dann drin, ist ein Put, Strike 1, Strike 2. Das könnt ihr auch einstellen. Hier ist Spread. Wie groß soll der maximal sein? Also, ähm, ob das jetzt $5 sind oder was auch immer, dann habt ihr den Mindestpreis, den die Option haben soll. Und dann habt ihr hier Open Interest und so weiter. Das wird ja auch gefiltert. Wie viel Credit kriegt ihr dafür? Welches Delta hat der kritische Pfad? Der andere ist natürlich immer unkritischer. Dann Volatilität. Wie viel verdient ihr damit? Dann haben wir natürlich hier unsere Ratings, Dividendenrendite und den Rank. Sehr schön. Klicken wir mal rein. Und dann haben wir hier direkt den Trendverlauf. Hier haben wir den Einstieg. Und wir haben die Open Interest Levels, das kennt ihr. Wir können auch hier das Volumen ausschalten und dann mal hier den RUNA-DD rein. Dann seht ihr sofort, wann sind hier diese kritischen Teilbereiche, wo wird es grün, wo steigt er ein. Aber eigentlich braucht ihr es nicht berücksichtigen, weil ja schon alles vorgefiltert ist. Das heißt, ihr braucht euch da gar keine Platte machen, das läuft auch so. Genau, dann habt ihr hier die Information, was ist denn das für ein Symbol, wann sind die Earnings, klar. Ihr habt hier sofort die Information, ähm, was ist das für ein Strike, welches Delta hat das, welche Premium kriegt ihr und was für ein erwartete Gesamtprämie. Das könnt ihr euch auch hier noch ein bisschen zusammenstöpseln, dass ihr sagt, ich will 2, 3 oder sowas haben, um dann nicht groß überlegen zu müssen, was wäre dann die Gesamtprämie. Hier unten, ein ganz kleines Ding, einmal hier ganz kurz auf den normalen Preis reinsetzen. Dann habt ihr hier den aktuellen Szenario Gewinn.
Und wenn jetzt hier die Volatilität fallen sollte, wo würde dann der Preis hingehen? Wenn jetzt der nach oben läuft, was passiert und so. Das könnt ihr hier alles rumstellen. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Unterstützung, damit unser Kanal schnell weiter wachsen kann, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, tolle Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen Dank. Wir haben hier noch mehr Funktionalitäten mit eingebaut. Und zwar habt ihr hier auch die Unternehmensbeschreibung. Und wir haben jetzt aktuelle Nachrichten. Das heißt, heute ist hier der 11.12., wo wir das Video aufnehmen. Und ihr seht, am 11.12. habt ihr hier die kompletten Informationen. Selbst hier 11 Uhr, ups, hier 8:04 Uhr, das wird regelmäßig aktualisiert. Ihr habt die Analysten-Ratings. Wenn es Insider-Transaktionen gibt, gibt es die auch. Und jetzt kommt eigentlich das Spannendste für euch. Es gibt einen Rollassistenten für Bullput-Spreads. Und das ist mal eine Ansage, glaube ich mal. Ne? Also, dass ihr einfach draufdrückt, je nachdem, was ihr hier oben gewählt habt an äh, Strike, das wählt ihr da oben aus, könnt ihr hier dann sagen, welchen Preis habt ihr gehabt und dann sucht ihr euch, ob defensiv, neutral oder offensiv, ähm, verschiedene Optionen raus und sagt es dann, was passiert. Also Roll Down und Out, also runterrollen und dann in die Zeit verlagern oder nur noch in die Zeit verlagern und so weiter. Das könnt ihr hier einstellen, was ihr denn haben wollt. Ob da Earnings drin sein dürfen, ja, nein und so weiter. Könnt ihr euch das dann einstellen, wie ihr es braucht. Ist, glaube ich, eine ziemlich hilfreiche Geschichte. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell, da durchzugehen. Genau. Jetzt nochmal den Gesamtprozess, was ihr beachten müsst. Also ich lade das und dann seht ihr die Werte. Ihr geht nur auf die grünen Sektoren. Manchmal gibt es eben so wenig, das heißt, man sortiert sich das hier nach grüne Sektoren ähm, und dann Rank mag ich immer über 80 und schon habe ich hier eigentlich meine Werte, die ich haben will. Ich möchte einen Aufwärtstrend sehen, das heißt über eine längere Zeit habe ich hier passt. Und dann kann ich den Trade eigentlich schon abgeben. Wenn ihr wissen wollt, ja, Bullput Spread, wie gebe ich das denn ein? Klar bei Nicola, die sagt das natürlich. Und ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit unter Akademie oder Eingabe und dann einfach nur suchen, wo habe ich hier einen Bullput Spread in der TWS. Habe ich hier auch schon mal vordefiniert, wie das denn geht. Ist kein Hexenwerk. Wirklich gute Idee. Und warum ist der Bullput Spread so spannend? Ganz einfach. Im Vergleich zum Cash Secured Put braucht ihr deutlich weniger Margin. Das heißt, wenn ich hier $5 habe pro Position, brauche ich auch nur $500, also Multiplier 100 typischerweise. Und ansonsten müsste ich ja hier sagen, bei $160 Preis muss ich 16.000 für einen Kontrakt hinterlegen. Das ist viel, viel weniger, wenn ich das so mache. Das heißt, eure Gesamtrendite wird massiv dadurch steigen. Also hier seht ihr das schon. Gell? Also Rendite des Trades, $100 auf die Margin bezogen, ist natürlich eine Wahnsinnsrendite. Das heißt, ich kann es nur empfehlen, sowas machen mit Bullput Spreads, weil ihr da einfach auch abgesichert seid nach unten und nach oben ist es auch eine viel bessere Geschichte. Gefahr ist natürlich, der rutscht hier durch und bleibt dazwischen hängen. Das heißt, ihr müsst den Trade im Blick haben, wenn da was ist. Aber ansonsten habt ihr ein begrenztes Risiko nach unten, begrenzten Profit nach oben. Aber eine sehr, sehr schöne Strategie. Kann ich nur empfehlen. So, dann, was ist das für ein Produkt? Wo findet ihr das? Ganz einfach, ihr geht in den Shop und dann ist das Option, also von mir, das ist das Option Screener Advanced oder ihr könnt das eben auch kombinieren mit dem
im Bundle, dass ihr sagt hier Option Screener, ähm, das haben wir auch bei Carsten Berger mit drin, beziehungsweise hier in diesen Sachen, dass wir dann ein Bundle haben, Option, Turning Option Advanced und Perlentaucher Bundle heißt das dann hier, das hier. Also kein Hexenwerk, das war jetzt bloß nicht zu sehen, weil wir das eben gemeinsam haben. Genau, dann schönen Tag euch noch.